Hi, mein Name ist Max und ich zeige euch heute, wie ihr vollkommen automatisiert oder manuell eure Rechnungen von eurem Online-Shop in Pamble einpflegen könnt, sei es jetzt Rechnungen von Shopify, Jimdo oder Webflow oder anderen Online-Shops. Und dafür bin ich hier auf der Pamble-Seite und das erste, was wir jetzt machen, ist erstmal in den Account einloggen. Wenn ihr euch dann in euren Account eingeloggt habt, sieht das Ganze ungefähr so aus. Ihr seht eine leichte und übersichtliche Bedienoberfläche und dort habt ihr eigentlich schon alles, was ihr braucht. Und entweder ihr habt jetzt einen Jimdo-Shop und wollt das Ganze schon automatisiert verbinden, und dann loggt ihr euch einfach hier mit euren Jimdo-Zugangsdaten ein und dann könnt ihr die Rechnungen automatisiert einpflegen lassen. Dann wird praktisch zweimal täglich zu Uhrzeiten, die ihr einstellen könnt, das zeige ich euch gleich, abgerufen, welche neuen Rechnungen da sind und diese dann eben im System hier angezeigt und verarbeitet. Genau, und zusätzlich dazu gibt es auch noch die Möglichkeit, das Ganze manuell von anderen Shop-Systemen mit CSV und XML-Dateien einzupflegen. Und wenn der Jimdo-Shop damit verbunden ist, gibt es auch noch die Möglichkeit, die Rechnungen zusätzlich zu dem automatisierten Abrufen auch noch manuell über einen Button abzurufen, der dann erscheint, wenn ihr euer Jimdo-Konto damit verbunden habt. Genau, wenn ihr dann also einstellen wollt, wann ihr genau diese Rechnungen bei eurem Online-Shop abrufen lassen wollt, dann könnt ihr einmal in die Einstellungen gehen, in die Rechnungsoptionen. Und wenn ihr dann hier angekommen seid, dann scrollt ihr einmal ganz weit runter. Ihr habt dann natürlich hier schon viel mehr Angaben, die ihr auf euer Unternehmen spezifisch anpasst. Das ist jetzt hier nur ein Testaccount, deswegen ist hier noch ziemlich wenig ausgefüllt. Aber ganz unten steht dann automatische Aufgaben. Das einmal ausklappen und dann eben hier beim erfolgreichen Import automatisch Rechnungen an den Käufer senden. Und dann wird eben die Rechnung, sobald sie importiert wurde, direkt rausgesendet. Und es kann auch ein Lieferschein mitgeschickt werden. Und hier könnt ihr das aktivieren, dass sie eben automatisch von Jimdo importiert werden. Und hier könnt ihr jetzt ganz einfach die Zeiten, die ihr haben wollt, einstellen. Wichtig ist natürlich hier, dass ihr eine funktionierende Jimdo-Verbindung habt, ist ja klar. Ansonsten kann nichts importiert werden. Genau, das ist praktisch der automatisierte Weg über Jimdo. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze machen könnt, wenn ihr zum Beispiel einen Shopify-Shop habt und da Rechnungen runtergeladen habt und die hier reinziehen wollt. Das geht auch ganz einfach. Dafür nehmt ihr euch einfach eure Datei mit den Rechnungen und zieht sie hier einmal rein. Dann lädt das einmal ganz kurz und dann werdet ihr direkt weitergeleitet zur nächsten Seite. Genau, hier seht ihr dann schon, welche Rechnungen ihr importieren wollt. Ich wähle jetzt hier mal für Testzwecke einfach nur die ersten 5 aus und dann einmal auf Speichern. Genau, dann gelangt ihr auch schon hier in diese Rechnungsübersicht, wo ihr übersichtlich den Status, den Wert und alle sonstigen wichtigen Angaben zu jeder Rechnung findet. Also ihr seht praktisch hier, dass das Ganze importiert wurde, aber noch nicht versendet und dass das Ganze von einem Shopify-Shop stammt. Genau, dann natürlich noch die Bestellnummer und das Datum, wann die erstellt wurde, wann die bezahlt wurde und wie der Kunde heißt. Ist jetzt hier in dem Fall natürlich ausgeblurrt, weil diese Kundendaten hier ja natürlich nicht öffentlich gemacht werden sollten. Genau, hier habt ihr dann praktisch einmal eine Übersicht und auch hier könnt ihr dann, wenn ihr einfach auf dieses Zahnrad klickt, noch verschiedene Sachen zu dieser Rechnung eben auswählen. Also ihr könnt praktisch die Rechnung runterladen und sie manuell, wenn ihr das Ganze machen wollt, verschicken und somit natürlich auch ausdrucken, weil wenn ihr sie runterladet als PDF, könnt ihr sie logischerweise drucken und so zum Beispiel archivieren oder ihr archiviert sie als PDF. Ihr könnt sie gleich per E-Mail versenden, aber natürlich auch als Fax. Machen zwar mittlerweile nur noch sehr wenige, aber es gibt immer noch Unternehmer, die es machen. Dementsprechend gibt es auch diese Funktion hier. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den passenden Lieferschein zur Rechnung runterzuladen und noch viele andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Duplikat zu erstellen, die Rechnung zu bearbeiten oder die Rechnung zu löschen. In diesem Fall lade ich jetzt einfach mal die Rechnung herunter. Das Schöne ist, wenn ihr die als PDF runterladet, bekommt ihr den Dateinamen gleich richtig übersichtlich mit Auftragsnummer, Rechnungsnummer und Kundennamen. Heißt, ihr findet so jede Rechnung wieder. Da ist jetzt nicht irgendein Wirrwarr aus 1000 Nummern, wo ihr dann am Endeffekt, wenn ihr eine spezielle Rechnung in eurem Archiv wieder braucht, nichts mehr findet, sondern ihr habt es hier gleich übersichtlich benannt und ihr wisst gleich, welche Rechnung das ist und könnt so praktisch diese Rechnung, falls ihr sie noch braucht, schnell finden. Das ist auch ein wirklich großer Vorteil bei Pamble, weil wenn ihr jetzt dann irgendwie eine Rechnung runterladet und dann steht da irgendwas wie RE017435, dann ist es auch eine Möglichkeit, aber hier bei Pamble ist eben das Schöne, ihr könnt dann die Dateien auch nach dem Namen durchsuchen, ihr könnt nach dem Datum suchen, ihr könnt nach der Auftragsnummer suchen und ihr findet immer diese PDF. Genau, und dann klickt ihr praktisch einmal auf Rechnung herunterladen
Und so sieht das Ganze dann aus, wenn ihr diese PDF geöffnet habt. Ihr seht, es wurde direkt vollautomatisiert alles übernommen. Und ja, auch bei der Rechnungsadresse wird die Rechnungsadresse übernommen und die Lieferadresse kommt auf den Lieferschein. Das ist auch ganz wichtig. Pamble macht da einen klaren Unterschied, weil diese beiden Adressen können ja auch unterschiedlich sein. Oftmals meinen viele, dass die Rechnungsadresse mit der Lieferadresse gleich ist. Das kommt auch oftmals vor, aber es gibt eben auch Ausnahmen, wo sich die Rechnungsadresse von der Lieferadresse unterscheidet. Und dort ist es dann so, dass bei Pamble dann automatisch die Lieferadresse auf den Lieferschein kommt und die Rechnungsadresse auf die Rechnung. Und oben seht ihr jetzt praktisch ein Logo. Ich habe jetzt hier testweise einfach mal ein Logo, das ich erstellt habe, eingefügt oder besser gesagt eine Grafik. Und dann seht ihr praktisch den Absender der Rechnung, dann eben den Empfänger der Rechnung. Ihr seht die Rechnungsnummer gleich, ihr seht, mit was es bezahlt wurde. Und ihr seht eben auch die Mehrwertsteuerinformationen. Wenn ihr Kleinunternehmer seid, dann steht auf dieser Rechnung dann noch ein Hinweis, dass eben keine Mehrwertsteuer ausgewiesen ist. Dürft ihr als Kleinunternehmer ja auch nicht. Und dementsprechend habt ihr diesen Hinweis auch gleich automatisiert mit drauf. Könnt ihr, wie gesagt, in den Rechnungseinstellungen alles ganz detailliert einstellen. Und ganz unten findet ihr dann praktisch die Zahlungsinformation und könnt eurem Kunden praktisch dort noch einen Satz dazu schreiben, wie zum Beispiel, dass ihr euch für die Bestellung bedankt, ihn auch noch auf was aufmerksam macht, ihr irgendeine Neuigkeit habt oder sonstiges. Das lässt sich eben da unten bei den Zahlungsinformationen auch noch hinzufügen. Dann wird es auch direkt automatisiert auf jede Rechnung eben draufgepackt. Und ihr seht praktisch, so einfach wird aus dem Import direkt von Pamble eine Rechnung, die ihr dann an den Kunden raussenden könnt, erstellt mit allem Wichtigen, was ihr braucht. Und das ist eben das Schöne bei Pamble. Ihr könnt es praktisch von Jimdo automatisiert importieren lassen oder ihr zieht es euch praktisch bei einem Shopify-Shop raus und importiert es und habt dann auch hier gleich alles und könnt es dann praktisch an den Kunden raussenden, per Mail, per Post, per Fax, wie ihr das eben machen wollt. Genau, und auch hier im Dashboard seht ihr jetzt, es hat sich ein bisschen was verändert und zwar seht ihr hier eure Kunden bei Kunden verwalten und eins weiter unten seht ihr praktisch die Rechnungen. Da werden immer die Top 5 angezeigt und dort habt ihr praktisch schon mal direkt den Überblick. Wenn ihr jetzt praktisch die ganzen importierten Rechnungen sehen wollt, dann geht es ganz einfach, wenn ihr hier oben neben Kunden auf Rechnungen klickt. Dann kommt ihr eben in den Rechnungstab und könnt praktisch dort das, was ich euch vorhin auch schon gezeigt habe, alles wieder einsehen und einstellen. Eine wichtige Sache bei automatisierten Imports von Jimdo ist auch noch, dass falls mal eine Rechnung nicht automatisch importiert wurde, wird es euch angezeigt. Ihr könnt die dann praktisch direkt manuell importieren und dann das Ganze wieder in der Rechnungsübersicht abrufen und es wird euch praktisch direkt angezeigt. Ihr habt dann gleich eine Meldung und seht es praktisch. Und ansonsten werden die Rechnungen alle automatisiert abgegriffen und dann weiterverarbeitet, wie ihr das halt haben wollt. Entweder ihr verschickt die da manuell oder ihr habt es eben komplett alles schon automatisiert im Pamble. Das ist eben das Schöne. Ihr könnt es machen, wie ihr das wollt. Und dann ist auch noch ein wirklich sehr, sehr, sehr positives Argument bei Pamble, dass eben der Preis nicht irgendwie so ist, dass ihr jetzt euch für ein Jahr committen braucht, sondern ihr könnt das Ganze so buchen, wie ihr das haben wollt und könnt zwischen 3 Paketen wählen. Einmal dem Starterpaket, das ist speziell für Kleinunternehmer. Das hat eben alles, was das Basic-Paket auch hat, ist aber halt, um Kleinunternehmer zu fördern, günstiger und kann logischerweise keine Mehrwertsteuer auf Rechnungen ausweisen, weil das dürft ihr als Kleinunternehmer auch nicht. Und ihr seht, ihr könnt es euch hier preislich ganz flexibel auswählen, je nachdem, wie lange ihr die Software halt haben wollt und dementsprechend wird es halt teurer oder günstiger. Dasselbe gilt auch fürs Basic-Paket und fürs Professional-Paket, wo ihr dann praktisch alles habt und wenn ihr euch das direkt für 12 Monate holt, zahlt ihr praktisch nur 20 € im Monat, was auch echt ein fairer Preis ist, dafür, dass euch so viel Zeit und Energie abgenommen wird. Und ganz ehrlich, wenn wir einen Online-Shop haben, wollen wir doch nicht Ewigkeiten unserer Zeit mit Rechnungen versenden und Rechnungen überprüfen verbringen, sondern wir wollen doch den Shop optimieren, wir wollen die Conversion hochboosten und dementsprechend ist doch da der Preis für Pamble ein fairer Preis, damit einem diese ganzen Kopfschmerzen abgenommen werden. Genau, das war es eigentlich schon zu Pamble. Ihr seht es sehr übersichtlich und das war jetzt nur ein kleiner Teil von den Funktionen, die ihr eben bei Pamble habt. Aber ihr seht jetzt praktisch, dass ihr diese Rechnungen automatisiert importieren lassen könnt oder manuell importieren könnt. Und weitere Videos findet ihr dann auch noch auf dem YouTube-Kanal. Das sind dann die einzelnen Funktionen nochmal genauer erklärt. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne per Mail oder auf YouTube. Und ansonsten, ja, noch einen schönen Tag an euch alle.